Boah. Okay, er dreht einfach durch. Komplette Carbonfelgen am Start. Alter! Einen schönen guten Morgen, Leute. Unser Spielzeug für heute, der Ferrari 488 Pista, vor allem das Geile, als Spider-Version. Wir haben draußen geiles Wetter. Ich habe mit euch vor, in die Wüste zu fahren, damit wir hier mit dem Teil ein bisschen Stoff geben können. Ihr seht, das Licht hier ist nicht so ideal. Spec dafür ist richtig geil. Deswegen fahren wir in die Wüste, damit ich euch da das Auto in Ruhe zeigen kann. Denn ich sage nur eins, wir haben hier Carbonfelgen am Start. Spec von dem Auto ist sowas von geil. Von daher, ja, lasst uns einsteigen. Und dann hier richtig schön gleich den Motor starten. Ich sag noch hier gar nichts irgendwie zum Innenraum oder sonst was, sondern das machen wir gleich in Ruhe. Von daher hier Motor starten und los geht's. So Leute, dann sind wir in der Wüste angekommen und bevor wir jetzt hier gleich mit dem Kübel ein bisschen Gas geben, lasst uns das hier nochmal von außen anschauen. 488 Pista Spider und wie geil steht der bitte hier da in der schwarzen Lackierung mit den gelben Streifen. Vor allem, ich habe es vorhin gerade schon kurz angesprochen gehabt, wir haben hier einfach komplette Carbonfelgen am Start. Das sieht sowas von heftig aus und auch generell, was mir bei Ferrari echt immer gut gefällt. Wir haben hier hinten keinen riesen Heckspoiler oder einen riesen Frontspoiler am Start und trotzdem bekommt das Ferrari immer wieder es gut hin mit der ganzen Aerodynamik, denn hier vorne strömt die Luft rein, hier durch und geht dann da nach hinten durch. Also das ist schon sehr clever gelöst und vor allem, wenn wir jetzt mal weiter nach hinten gehen, ich meine, man muss auch generell noch dazu sagen, Coupé sind wir bei 1280 Kilo und hier bei der Spider-Version 100 Kilo schwerer, 1380 Kilo und das ist eigentlich echt immer noch voll in Ordnung. Das ist eigentlich echt noch leicht für einen Spider. Vom Motor her sehen wir jetzt hier leider nicht viel. Wir haben den V8 Biturbo-Motor am Start, 720 PS und auch generell zieht euch bitte dieses Heck hier rein. Wie breit, wie fett der da steht. Also Pista ist schon wirklich ein geiles Auto. Auch hier der komplette Diffusor aus Carbon. Ja, wir haben hier schon ein bisschen Sand dran. Das ist hier völlig normal in Dubai. Das ist halt wirklich das Problem, dass die Autos wirklich schnell dreckig werden. Aber auch hier unten, zieht euch mal diesen Diffusor rein. Hier komplett alles aus Carbon. Und dann, wenn wir hier schauen, links und rechts haben wir das DRS-System am Start. Bedeutet, ab einer bestimmten Geschwindigkeit fahren sich diese Flaps raus. Also das ist schon hier wirklich clever gelöst. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt ein und dann schauen wir mal, was da so in dem Kübel vorwärts geht. So, ich würde sagen hier, um hier die richtige Erfahrung zu machen, die richtige Spider-Erfahrung, lassen wir das Dach einfach offen. Ich hoffe nur, dass man auch alles gut hören kann und dass die Windgeräusche nicht allzu laut werden. Also was man wirklich sagen muss, hier so Innenraum, ich bin ja letztens den 458 Speziale gefahren und ganz ehrlich, also viel geändert hat sich hier eigentlich nichts, ja, also ich meine, das ist alles so ein bisschen aufgefrischt, aber sonst, ganz ehrlich Leute, das sieht mir hier alles komplett gleich aus. Ich glaube, das hier war auch beim Speziale Carbon und dann haben wir hier auch diese alten Knöpfe. Also da hat sich eigentlich nichts getan, vor allem wenn man überlegt, wie viel älter der 458 ist, ja, im Vergleich jetzt zum 488. Ich meine, das sieht hier mega geil aus. In dem Carbon, hier das Alcantara, hier alles. Also da hast du richtig dieses Racing-Feeling, finde ich. Aber trotzdem, also für das, dass es ja ein komplett neues Auto ist es trotzdem alles so, ja, ein bisschen oldschool gehalten, sage ich mal. Aber da, ich meine, SF90, hier blenden wir einmal das Video ein. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Hier ist ja, jetzt fahren wir hier gleich richtig Offroad. Wir blenden einmal das Video vom SF90 ein, weil ich meine, da ist wirklich krass, was da Ferrari gemacht hat mit diesen neuen Displays und alles. Das war für mich schon wieder zu überfordernd, das Ganze, weil das zu viel Technik ist. Aber ja, ich würde sagen, wir sind jetzt hier in Sport und wir gehen direkt in Race rein und wir wollen natürlich hier manuell schalten und ich würde jetzt mal einfach sagen, wir fangen jetzt einfach mal entspannt im zweiten Gang an und latschen einfach durch. Oh, oh. Okay, er dreht einfach durch. Oh. Okay, ich glaube, das war ganz entspannt gerade. Bei 140, dass er durchgedreht hat. Wir haben Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen am Start. Bedeutet,
Semi-Slicks. Schauen wir mal, ob er nochmal durchdreht. Ja, immer noch. Alter. Boah, der hackt aber echt gut die Gänge rein, du. Oh, 240. Ja, jetzt wird's laut. Ja, da wird's dann schon laut. Aber krass, also das Getriebe, das schaltet mal richtig schnell. 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Also das ist schon noch mal ein deutliches Stück schneller als der 458 Speziale. Und auch generell, Alter, das Ding schiebt ja mal abartig vorwärts. Also wenn ich das mit dem 675 LT Spider vergleiche, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, haben wir hier schon noch mal etwas mehr Punch am Start. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt das Ganze mal aus dem ersten Gang raus. Boah. Sound ist schon auch gut. Also ich meine, es kommt überhaupt nicht an wie 58 an einen V8 Saugermotor. Aber trotzdem, wenn hier die Klappe aufgeht, runterschalten, finde ich, könnte mehr sein. Da kommt ein bisschen zu wenig. Aber komm, wir wollten ja aus dem ersten Gang. Also von daher, los geht's. Boah. Alter! 150, 170, 200, 230, 250, 270, 280. Boah. Bremse ist aber auch, Alter, boah, also auch die Bremse, wie gut die ist. Alter. Ja, also das liegt schon geil. Boah, das liegt so direkt. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hier ist definitiv 675 LT Spider Konkurrenz. Einige von euch wissen ja, dass 675 LT Spider ist für mich so das Favorit für Touren. Ja, wenn es nach Italien oder sonst wo geht, du hast einen Haufen Platz vorne im Kofferraum, kannst offen fahren und das ist hier wirklich richtig die Konkurrenz. Also ich muss ganz ehrlich sagen, komm, wir machen jetzt mal hier CT, beziehungsweise komm, wir machen direkt hier ESC off und wir machen jetzt eine Launch Control. Wir probieren jetzt mal eine Launch Control aus und schau mal, ob er das hier entspannt auf die Straße bekommt. Okay Leute, ready für eine Launch Control? Dann... Boah. Alter. Okay, er schaltet automatisch jetzt. 200. 250. Jetzt wird's wieder laut. Boah. Boah. Also ab 260 wird das hier schon richtig laut. Ich habe keine Ahnung, Leute, ob ihr mich da weiterhin verstehen könnt mit der Kamera. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber das muss man schon wirklich sagen. Im Vergleich zum V58, da kommt halt erst oben rum die Leistung, Saugermotor. Aber hier, wie du halt untenrum schon direkt die Leistung hast, auch deutlich früher als beim McLaren, beim 675 LT oder auch beim 720S. Also hier Ansprechverhalten ist deutlich früher und das finde ich halt natürlich schon geil, wenn du das halt auch beim Turbomotor hinbekommst, dass das Ding untenrum und dann obenrum weiterhin durchschiebt. Also der Motor an sich ist hier schon wirklich geil. Wobei du halt wirklich sagen musst, ja, das ist emotional, aber ich meine, ganz ehrlich, vor ein paar Wochen 458 Speziale gefahren und das ist deutlich langsamer, aber es ist so viel emotionaler. Sind wir jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, komm, wir können jetzt mal hier kurz stehen bleiben. Ich muss ja gar nicht die Tür aufmachen oder das Fenster runter machen, wir haben das Dach offen und mal einfach neutral ein bisschen... Es klingt gut, ja, wirklich, auch vor allem, ein Begrenzer ist heavy, aber trotzdem, ohne Scheiß, an Saugermotor kommt es trotzdem nicht hin. Ja, von daher Leute, ich würde sagen, wir machen Schluss hier mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. 488 Pista Spider,
abartig geiles Auto, richtiges Race-Feeling. Ich würde das Ding mal wirklich gerne auf der Rennstrecke fahren, weil ich glaube, das Ding wird richtig geil zum Fahren sein. Und von daher, ja, wir hacken nochmal hier in den ersten Gang rein. Und jetzt machen wir nochmal Yalla, Abfahrt und bis zum nächsten Mal wieder.